Und damit von meiner Seite nochmal ein ganz herzliches Willkommen zu unserer Breakout-Session. Ich hoffe, ihr hattet bis hier einen ganz tollen und informativen Summit. Ihr kennt mich schon von der Keynote vorhin wahrscheinlich. Mein Name ist Katrin Gillett und wir tauchen nun tiefer ein in eines der Themen, die wir vorher schon andiskutiert haben, und zwar in die Content Supply Chain. Und die Frage, wie wir euch helfen können, mit Adobe Gen Studio vielleicht manche der Herausforderungen zu lösen, denen ihr heute so begegnet. Dafür habe ich später auch noch einen ganz besonderen Gast eingeladen. Den stelle ich euch jetzt noch nicht vor. Ihr habt seinen Namen bestimmt schon gelesen. Aber ich freue mich dann auch schon sehr, noch einen anderen Aspekt von KI zu beleuchten am Ende der Vorstellung, und zwar Verantwortung. Wir leben gerade in einer Welt, die ziemlich verrückt nach Content ist. Wir haben, glaube ich, heute schon sehr viele Statistiken gehört. Ich lege noch eine oben drauf. Laut Statista hat sich die Zeit, die wir vor digitalen Inhalten verbringen, in den letzten 10 Jahren nahezu verdoppelt. Wahrscheinlich sehr zum Verdruss mancher Eltern hier im Raum. Für Unternehmen ist das gleichzeitig Fluch und Segen. Ja? Nie zuvor war es einfacher, Kunden zu erreichen als auf digitalen Kanälen. Es ist sehr viel schneller geworden, es ist sehr viel einfacher geworden. Fast alle Zielgruppen finden wir heute da. Aber natürlich müssen wir als Unternehmen auch erstmal Teil dieser Interaktionen sein. Und ich war vor 2 Wochen auf der Mediale in Hamburg. Das ist eines der Events für Nachwuchskräfte aus der Medienbranche. Und eine der Dozentinnen hat mir erklärt, dass sie vor 8 Jahren eigentlich hauptsächlich damit beschäftigt war, E-Mail-Kampagnen manuell zusammenzufrickeln. Und hier stehen wir heute und reden über Omnichannel, Hyper-Personalization und diese ganzen Trends, während ich glaube, ganz viele von uns noch in einer anderen Realität leben. Ja? Und das ist überhaupt nichts Schlimmes, das ist ganz normal. Und wir wollen uns jetzt heute mal anschauen, wie wir denn dieser Nachfrage an Content, die sich in den nächsten Jahren noch sehr viel mehr steigern wird, überhaupt nachkommen können. Während wir klar nicht mehr Leute haben, die sich darum kümmern, keine größeren Budgets haben, sondern einfach mal sehen müssen, was die Technologie da vielleicht für uns tun kann. Die Worte Content-Krise beschreiben vielleicht so ganz akkurat, wie sich manche von uns damit gerade ein bisschen fühlen. Und es geht ja auch schon lange nicht mehr darum, nur noch mehr zu generieren, sondern wenn man so durch seinen Instagram-Feed scrollt heutzutage, wird man bombardiert von Content. Das heißt, als Unternehmen, als Marke, wenn ich herausstechen möchte und meine Zielgruppe wirklich erreichen möchte, ja, dann ist es vor allem besserer Content, der her muss. Was heißt besser? Ja? Ist das personalisierter? Ist das wirklich hochqualitativ? Und die Organisationen, mit denen ich spreche, die fragen sich vor allem, ja, wie kann ich überhaupt noch Experiences kreieren, die meine Kunden auch wirklich erreichen und meine Sprache sprechen, während mein Kostendruck immer weiter steigt. Dinge, die wir immer wieder hören: mangelnde Transparenz. Wir hatten tolle Ideen, aber nicht die kreative Kapazität, sie umzusetzen. Wir haben viel Content, aber benutzen das wenigste davon wieder. Und eigentlich wissen wir nicht so genau, in was wir Geld stecken. Vielleicht wissen wir noch, wie viel Geld wir ausgeben. Aber wir wissen nicht so wirklich, was ist der Return on Invest, den wir aus unserem Content generieren. Ja? All das zu verstehen, würde uns ja an vielen Ecken und Enden schon sehr viel weiterbringen. Man würde sich ja heutzutage denken, da kann KI vielleicht helfen. Ja? Und wie genau, das wollen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer anschauen. Ich gehe jetzt mal auf ein paar dieser Herausforderungen, die auf dieser Folie stehen, ein bisschen näher ein. Beispiel Nummer 1. Was können wir tun, um denen zu helfen, die in ihrem kreativen Dasein wahnsinnig gerne, glaube ich, mehr Zeit dafür hätten, wirklich tollen Content zu kreieren, den wir als Marke ja auch brauchen, weil so das 0815-Banner, das kann jeder ausspielen mit KI heutzutage, die richtig großartigen Ideen schafft halt nicht jeder. Das Problem ist, die arbeiten alle unter großem Zeitdruck, ja, jeder will was von ihnen, und es ist auch ganz spannend, diese untere Zahl hier, die 85%, die auf Einzellösungen und DIY-Tools zurückgreifen. Für ein großes Unternehmen oder auch ein mittelständisches Unternehmen ist das ein Problem, weil was aus diesen DIY-Tools hinten rausfällt, ist manchmal nicht das, womit wir eigentlich in den Markt kommunizieren möchten. Ja? Aber im Endeffekt sind es Behelfstools, die diese Kreativen nutzen, weil sie keine anderen haben, um ihre Arbeit auch mal schnell skalieren zu können. Was machen wir jetzt? Weil wir werden nicht mehr kreative Köpfe unbedingt auf dem Markt finden und sie auch noch bezahlen können. Das heißt, KI ist für Kreative vor allem dann eine Entlastung, wenn sie sich darauf verlassen können, dass sie so eingesetzt wird, nachdem sie ihre Arbeit gemacht haben, ihre Hero Assets kreiert haben, ihre Vorlagen kreiert haben, ihre Brand Guidelines kreiert haben,
für alle anderen ermöglicht, den Content auch Tag für Tag zu nutzen. Weil ich glaube, die Bottlenecks, die entstehen dort, wo ich ständig zu den Kreativen renne und sage, dem Bild, ich möchte aber noch eins so ein bisschen weiter nach rechts und der Text, ich brauche da noch einen anderen Namen drauf. Und die kratzen sich am Kopf und sagen, ja, kannst du das nicht mal selber machen? Ich kann es potenziell nicht, ja. Aber auf so Events wie heute ist ja das, wo zum Beispiel massiv Content gebraucht wird. Das heißt, was machen wir? Und da hat KI ganz großes Potenzial, weil wer schon mal Photoshop aufgemacht hat, weiß, da kriegt man als Laie gerne mal so ein bisschen Angstschweiß und denkt sich, um Gottes Willen, jetzt muss ich erst mal 'n 2 Wochen Kurs belegen. Aber wo man früher wirklich also diese Professionalität gebraucht hat und Fachkenntnisse gebraucht hat, haben wir heute KI. Und KI hilft extrem, Content-Generierung zu demokratisieren und Kreativabteilungen zu entlasten. Und damit wird das natürlich im Unternehmen zum Türöffner. Weil wenn ich meine Content-Strategie, meine Creation-Strategie so umstelle, dass ich viel mehr Einzelelemente erstelle, viel mehr Templates erstelle und Technologien habe, die ich anderen an die Hand geben kann, um damit ganz schnell Remixes zu erstellen, die auch noch markenkonform sind und gut ausschauen nebenbei, ja, wo vielleicht auch noch ein kleiner Check drüber läuft, dann haben wir das Ganze eigentlich so ein bisschen zum Kinderspiel gemacht und geben Power in die Hände der Leute, die das Ganze auch am Ende wirklich benutzen möchten. Also das ist mal ein ganz großer Türöffner, wo uns KI extrem unterstützen kann. Damit zu Beispiel Nummer 2: Wenn der Content dann mühevoll und teuer erstellt wurde, werden lediglich 10% der Assets jemals wiederverwendet. Das ist nicht viel. Jetzt würde man sich denken, die meisten Unternehmen kaufen sich Asset-Management-Systeme, um genau diesen Reuse eigentlich zu ermöglichen. Ja? Wir stecken sehr viel Geld, sehr viele Ressourcen dahin, wo wir sagen, hey, wir brauchen ein zentrales Management, wir brauchen eine Governance, wir brauchen Metadaten, wir brauchen Workflows, wir brauchen alles Mögliche. Aber trotzdem kann man Dinge irgendwie nicht so gut wiederfinden. Man weiß dann am Ende nicht, ob man sie wieder benutzen kann oder man kann sie nicht aktivieren, weil vielleicht das Asset Management nicht mit den ganzen anderen Dingen zusammenspielt. Und das sind Herausforderungen, die uns alle immer noch treffen. Ja? Und wenn Asset Management heißt, irgendwas liegt auf einem File-Share, ja, dann ist das so. Aber um uns wirklich diese Technologien zunutze machen zu können, müssen wir natürlich anfangen, Content auch wieder zu verwenden. Denn dafür ist er da. Wie kann uns KI jetzt dabei helfen? Das hier sieht ziemlich unspektakulär aus. Das ist eine E-Mail, ja, so eine E-Mail-Kampagne, die man vielleicht auch heute noch manuell zusammenbaut. Und klar, wenn sowas händisch über ganz viele Systeme manuell erstellt wird, dann haben wir nicht wirklich die Chance, mit KI einen Riesenmehrwert zu generieren. Klar, wir können den Text vielleicht schon mal generieren hier, wir können hier ein paar Bilder generieren, aber dann muss das irgendwie alles wieder zusammenfließen. Und hier kommen wir an den Punkt, wo wir mit KI vielleicht auch Organisation und Workflow ein bisschen neu denken müssen, um wirklich solche Potenziale für uns zu unlocken. Was bedeutet das? Wenn diese E-Mail und die einzelnen Komponenten jetzt vernünftig getaggt in eurem Asset Management abgelegt werden, ja, dann könnten wir diese Blöcke auf einmal auch mit der Hilfe von KI wiederverwenden, ne? In ganz, ganz vielen Formaten, in ganz, ganz vielen Medientypen, auch vielleicht, um unsere eigenen Modelle zu füttern und so eine Kampagne neues Leben einzuhauchen, ja, sie zu refreshen in unserem Brand-Style oder sie auf ganz anderen Kanälen auszuspielen. Aber da muss man natürlich ein bisschen anders denken, ja, nicht in statischen Erlebnissen, sondern wirklich in Experience-Blocks, die ich ganz flexibel zusammenstellen kann. Und auf so einem Prozess kann man natürlich AI gießen und dort kann man dann auch wirklich Mehrwerte aufschlüsseln. Und zwar, weil AI natürlich verstehen kann, in welchem Kontext sind wir eigentlich gerade? Was ist das Wetter draußen? Wer sitzt vielleicht vor dem Bildschirm? Ja, und wie muss ich mein Experience zusammenwürfeln aus diesen Komponenten? Ne? Und die Komponenten sind da und ich kann sie benutzen oder AI kann sie benutzen oder ein Agent kann sie in Zukunft benutzen. Und ich glaube, hier kristallisiert sich genau das raus. Wenn wir diese Technologie in Zukunft nutzen möchten, müssen wir uns unseren Content-Prozess von vorne bis hinten anschauen und wirklich überlegen, wo müssen wir angreifen, damit wir KI effektiv auch einsetzen können und genau solche schönen Dinge damit tun können. Wenn der Content dann vor Kunde ist oder vor ganz vielen Kunden und Kundinnen, ist das super. Aber wir wissen noch lange nicht, ob er uns wirklich hilft, unsere Ziele zu erreichen. Mehr ist nicht immer besser. Überall ist auch nicht immer besser, ja. Und nach wie vor haben ganz viele Unternehmen Probleme damit, eigentlich zu messen, wie ihr Content performt. Und ich glaube, das stimmt nicht in jedem Aspekt. Also ich glaube, Unternehmen sind sehr gut darin zu verstehen, zum Beispiel, wie eine einzelne Website performt oder wie eine Kampagne performt.
Aber wisst ihr, wie genau das zweite Bild von oben links performt und warum es performt? Weil es vielleicht einfach eine schöne Farbzusammenstellung hat oder ich weiß es auch nicht. Ja? Wir wissen das oft nicht. Ja? AI kann uns dabei helfen, wirklich dediziert Analysen at scale zu machen. Das heißt, wir müssen nicht jedes einzelne Asset anschauen, wir müssen Analytics nicht für jedes einzelne Piece of Content aufbauen, sondern AI kann ganz klare Insights liefern, welche Attribute euren Content erfolgreich machen. Und das waren jetzt Beispiele dafür, was man mit KI in der Content Supply Chain erreichen kann. Ja, das Blöde ist, wenn wir uns jetzt das durchschnittliche Großunternehmen anschauen, sieht die Content Supply Chain so aus, die Spaghetti-Slide, wie wir sie nennen. Und eigentlich besteht die Content Supply Chain, ist ja auch ein Konzept, das gar nicht alle benutzen, aus ganz vielen unterschiedlichen Tools, im Durchschnitt bis zu 90, habe ich gelesen. Und das ist natürlich ein Problem, wenn man skalieren möchte, weil ich glaube, jeder, der schon mal versucht hat, diese Tools miteinander zu verbinden, wir haben es vorher von Verena auch gehört, hat Erfahrungen damit gemacht, wie schwer das ist. So, ähm, wir müssen also optimieren, ja, und wir müssen das sehr, sehr bewusst tun, vor allem jetzt, wo AI noch als Technologie da oben drauf kommt, weil es ist jetzt nicht so, dass KI der Hammer für alle Nägel ist, die wir haben oder auch nicht haben. Hatten wir auch schon vorher gehört. Und kann als Punktlösung sicher auch mal ein Pflaster darstellen. Möchte ich gar nicht sagen. Ich glaube, es gibt Use Cases, das ist so das Low-Hanging Fruit, wo man mit KI wahnsinnig schnell wahnsinnig viel Mehrwert generieren kann. Aber wenn wir dann jetzt mal in die komplexeren Use Cases schauen, dann ist es schwierig, wenn die Content Supply Chain nicht gut funktioniert. Ich referenziere jetzt mal ein Konzept, das kennt ihr vielleicht, das nennt sich GIGO, steht für, ich hoffe, ich darf das sagen, Garbage in, Garbage out. Kennt man aus der Digitalisierung. Wenn ich einen schlechten Prozess in digitale Systeme gieße, wird davon meistens nichts besser. Ja, was ist jetzt das Problem, wenn wir da auch noch Gen AI drauf werfen? Hat das Potenzial, großes Chaos anzurichten. Ja, das heißt, wir müssen uns überlegen, wie führen wir unsere fragmentierten Content Supply Chains Schritt für Schritt, das geht nicht alles auf einmal so zusammen, dass wir auch wirklich KI zielführend und durchgängig einsetzen können. Und da haben wir angesetzt und haben gesagt, okay, wir haben diese Landschaft, die ist einfach historisch gewachsen. Und auch wir sind natürlich, wir sind Teil des Mixes, ja, und wir sind wahrscheinlich auch die Schuldigen in manchen dieser Landschaften. Haben gesagt, okay, eigentlich müssen wir die Content Supply Chain sehr viel ganzheitlicher betrachten. Haben gesagt, das machen wir mit Adobe Gen Studio. Die optimale Content Supply Chain hat für uns 5 Blöcke. Ja, das sind Workflow und Planung, da fängt alles an. Kreation und Produktion von Assets, das Asset Management, die Ausspielung und die Aktivierung und dann natürlich Reporting. Und idealerweise läuft das in so einem Kreis, weil eigentlich ja unser Reporting informieren sollte, was wir am Ende wieder planen. Weil wenn wir dreimal die gleiche Kampagne machen und sie dreimal nicht funktioniert, dann sollten wir sie kein viertes Mal machen im nächsten Jahr. Ja, also idealerweise ist das so ein Kreislauf. Und für jeden dieser Blöcke gibt es in Adobe Gen Studio passende Lösungen. Die sind maßgeschneidert für die Aufgaben, die gerade anliegen. Ja, und das sind ganz viele verschiedene. Und ich werde nicht jedes einzelne Icon vorlesen. Aber gleichzeitig, und das ist das Wichtige, sind sie integriert unter einem Dach. Und das bedeutet, dass wir diese einzelnen Bestandteile so zusammenstecken können, dass wir dedizierte Aufgaben erledigen können. Zum Beispiel hatten wir gesehen Gen Studio for Performance Marketing. Das hat eine ganz klare Audienz. Das ist für Performance Marketeers, um ihren Job besser zu erledigen. Ja? Aber das bedient sich entlang dieser Content Supply Chain an verschiedenen Building Blocks und es ist natürlich auch integriert und kann mit anderen Tools auf dieser Content Supply Chain sprechen und kann deswegen durch AI, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte meine Kampagne refreshen, auch auf meine selbst trainierten Modelle zugreifen, um zu sagen, okay, mache ich für dich und mache ich auch noch in deinem Brandstil und mache ich so, dass du es sofort benutzen kannst. Das gleiche gibt es für Creative Production und da sind noch so ein paar andere Dinge, von denen wir in den nächsten Wochen, gerade ab der Adobe Max auch hören werden, die wir uns da ausgedacht haben. Natürlich könnt ihr auch eure komplett eigene Lösung damit zusammenstecken, weil wir haben einfach ganz viel Raum für Interoperabilität, aber auch natürlich Integration, weil uns ist klar, dass ihr nicht morgen eure 90 Tools rauswerft und sagt, Adobe, helft mir mal. Ja, das ist überhaupt nicht die Realität, die wir heutzutage haben. Durch alle diese Module fließt jetzt schon KI und weil sie auf der Adobe AI-Plattform aufbauen, die mit
maßgeschneiderten KI-Modellen, das ist auch ganz wichtig, für Effizienzen sorgt, wo er sie gerade am meisten braucht. Ja. Wir gießen nicht General Purpose AI über alles. Ja. Das hat man mittlerweile herausgefunden, dass das wenig Sinn macht und dass wirklich dedizierte Purpose-Build-Modelle sehr viel besser in spezifischen Aufgabenbereichen sind. Und da können wir einfach Struktur schaffen und durch diese Struktur auch sicher sein, dass wir statt Chaos zu stiften, hoffentlich lieber ein paar Probleme lösen für euch. Und die Probleme werden natürlich noch ein bisschen spannender, wenn wir uns jetzt Agentic AI anschauen. Agentic, ich glaube, es hat mittlerweile auch jeder im Raum schon mal gehört. Da geht es darum, dass ich durch einen Prompt oder durch irgendein anderes Verhalten einem KI-Agenten im Endeffekt Handlungsspielraum gebe und sage, nur basierend auf meinem Intent, das, was ich erreichen möchte, mach mal. Wie wenn ich jetzt zu einem von euch hingehe und sage, "Ah, kannst du mir mal bitte ein Wasser holen?" Da trefft ihr ganz viele Mikroentscheidungen. Ja? Ihr müsst erstmal sagen, okay, Wasser, sprudelnd oder still? Wo ist der Kühlschrank? Mit wem muss ich reden? Der Kühlschrank ist zu. Darf ich überhaupt eins bringen? I don't know. Ja, aber KI-Agenten ziehen los und können diese Aufgaben selbst erledigen. Man hat auch schon herausgefunden, dass KI-Agenten vor allem in End-to-End-Workflows wirksam sind. Ja? Und wir hatten es vorhin auch schon gesehen bei dem Adobe Agent Orchestrator. Es gibt auch schon Technologien, die natürlich daran arbeiten, diese Agenten zu orchestrieren, um zu sagen, okay, wenn ich jetzt nicht über 3 Silos hinweg einen Agenten bauen kann, dann habe ich zumindest einen, der die Oversight hat und als Director da so ein bisschen oben steht und mir im Endeffekt dann bei der Erreichung von einem komplexen Task hilft, weil er andere Agenten anspricht. Bei 90 verschiedenen Tools in einem Martech-Stack schwierig. Ja, weil dann muss ich irgendwie für jedes einzelne Tool und jedes einzelne Datensilo einen Agenten bauen. Das dauert, ja. Und ich kann natürlich diese Agenten auch nicht sehr gut nutzen, wenn sie limitierte Insights haben über Informationen, die entlang so eines Workflows, wenn auch in verschiedenen Silos, eigentlich zusammengehören. Das ist natürlich auf der Adobe Experience Plattform jetzt ein kleineres Problem, weil wir schon lange eben auf diese Integration innerhalb von GenStudio hinarbeiten und daher auch die Interoperabilität haben, die gewährleistet, dass wir solche Agenten schnell bauen und deployen können. GenStudio macht sich vor allem 2 dieser Agenten zum Nutzen. Wir sind jetzt in der Content Supply Chain. Ja. Das ist einmal der Planungsagent im Moment, der für smarte Workflow-Optimierung und dann natürlich auch der Content Production Agent, der ganz, ganz viele Capabilities hat, um eigenständig auf Content-Bedarfe zu reagieren und dann auch zum Beispiel eben Personalisierung zu ermöglichen, ohne dass überhaupt jemand irgendwas machen muss. Ja? Der Agent handelt einfach im Hintergrund und bereitet entsprechenden Content auf, spielt den nach Richtlinien aus, etc. Das ist alles sehr, sehr spannend und hilft vor allem in 3 Bereichen. Das ist das Feedback, das wir bekommen. Klar, ich kann schneller werden. Wenn ich mal wieder jetzt am Anfang auf diese erste Herausforderung blicke, meine Kreativen, wann bekomme ich vielleicht aus dem Vertrieb meine schöne Präsentation, ja, da sagt der Kreative einfach, hier hast du ein schönes Template, da sind alle Bilder drin, da kannst du dir noch was mit unseren Custom Models selbst dazu generieren, mach mal. Gut, da muss ich vielleicht noch ein bisschen dafür arbeiten, aber zumindest ist es schneller, als wenn ich mich 4 Wochen lang hinter anderen anstellen muss. Schnelligkeit ist eine Sache, Skalierbarkeit noch mal eine andere. Skalierbarkeit bedeutet einfach, dass mir ganz neue Möglichkeiten eröffnet werden. Schnelligkeit hat einfach oft damit zu tun, dass man Zeit sparen möchte, dass man Bottlenecks hat im Unternehmen, die man lösen möchte. Skalierbarkeit heißt, dass ich neue Opportunities adressieren kann. Wenn ich früher zum Beispiel nicht die Möglichkeit hatte zu lokalisieren, es gibt spannende Research, die sagt, dass eigentlich so jedes Großunternehmen alles andere als ihren primären Markt sehr schlecht adressiert. Auch wenn sie Sachen übersetzen, es funktioniert trotzdem nicht gut, ja, aus verschiedensten Gründen. Aber Skalierbarkeit heißt einfach, dass KI mir helfen kann, sehr viel besser zu werden, in neueren, größeren Konzepten zu denken. Und Markenintegrität ist auch was ganz Wesentliches. Ich glaube, als KI so gerade in der Bildgenerierung angefangen hat, liefen viele raus und haben ganz wild Bilder kreiert, auch bei uns. Und wir haben die ganz wild in unsere Präsentationen eingebaut und unser Brandteam hat wahrscheinlich einen Anfall bekommen. Das möchten wir ja nicht als Marke. Wir möchten einen konsistenten Auftritt. Wir möchten, dass Menschen uns wiedererkennen, wenn sie uns begegnen, egal auf welchem Kanal. Und KI hat natürlich auch da Möglichkeiten, das Ganze zu skalieren. Wie gesagt, durch Training von verschiedenen Foundation-Modellen mit euren Inhalten, durch Vorgabe von Guidelines, die ich in Tools integrieren kann, entlang dieser Content-Supply-Chain. Und wo jemand, der ganz am Ende sitzt und vielleicht nur noch mal schnell ein Namensschildchen ausdrucken will, eben auf die richtigen Assets aus meinem Content-Management zugreifen kann,
die dann vielleicht auch noch mit KI argumentieren, weil er ein Flat-File hat, wo ich eine Textebene nicht ändern kann. Aber die KI kann den Text erkennen, die weiß, dass es meine Schriftart ist, die hilft mir, das noch last minute zu editieren und ich muss nicht erst durch 3 verschiedene Tools springen, um das irgendwie zu erreichen. Das sind kleine Dinge, aber die zählen für einen Markenauftritt. Ich glaube, man kann sich jetzt ganz gut vorstellen, wie KI in einer effektiven, vernetzten Content Supply Chain ganz viele Probleme adressieren kann. Und klar, diese Capabilities haben sich in den letzten Monaten, ich will gar nicht Jahren sagen, weil es sind wirklich Monate, rasant weiterentwickelt. Von traditioneller KI über generative KI bis hin eben zu der agentischen KI, die ich gerade schon mal ein bisschen erklärt habe. Und je mehr Abstraktionsschichten wir da hinzufügen, desto wichtiger ist, dass wir uns auch Gedanken über Verantwortung machen. Unseren Mitarbeitenden gegenüber, unseren Kunden und Kundinnen gegenüber und auch der Gesellschaft gegenüber. Bei Adobe ist uns sehr, sehr wichtig, nicht nur was wir tun, sondern auch wie wir es tun. Und deswegen haben wir von Anfang an gesagt, wir brauchen ein starkes Framework mit 3 Prinzipien, die wir in jeglicher KI-Entwicklung wirklich von Grund auf einfließen lassen. Accountability, das heißt, wir übernehmen Verantwortung dafür, welchen Impact unsere Technologie hat. Das heißt, wir machen uns auch Gedanken darüber, dass natürlich mit Adobe-Technologie vielleicht Deepfakes generiert werden. Was machen wir damit? Werden wir gleich noch hören. Responsibility, das heißt, wir entwickeln mit Verantwortung. Wir trainieren nicht an Kundendaten. Wir gehen nicht raus und trainieren an Daten, zu denen wir die Rechte nicht halten. Das hat alles einen Preis. Ja? Unsere Firefly-Modelle sind kein Nano-Banana, aber das hat einen Grund, weil wir mit anderen Prinzipien entwickeln, als viele da draußen das tun. Und Transparenz. Transparenz ist uns unfassbar wichtig. Das heißt, euch die Möglichkeit zu geben, zu sehen, wo verwenden wir KI, in den Tools sehr transparent zu sein, wo KI eingesetzt wird, aber auch Konsumenten am Ende die Möglichkeit zu geben, zu identifizieren, wenn Inhalte mit KI generiert wurden. Und seit 2019 haben wir da schon ein umfassendes Programm aufgebaut. Da gibt es verschiedene Tests und Prüfungen, Schulungen etc., die von unserem AI Ethics Council ins Leben gerufen wurden, inklusive unseres Review Boards, dass sich alle Innovationen erstmal ganz genau anschaut und kontinuierlich evaluiert, wie wir auch noch besser werden können. Plus unser Involvement in der Content Authenticity Initiative, über die wir später auch noch mehr hören werden, mit der wir einen offenen technischen Standard geschaffen haben, um klar kommunizieren zu können, wann zum Beispiel KI eingesetzt wurde. Auch Nachhaltigkeit ist natürlich ein Riesenthema, über das man sprechen muss. Wir hatten vorher ein bisschen über Computing Power gesprochen. Computing Power hat eine große Kost. Ja? Und uns ist bewusst, dass das Training und die Nutzung von generativer KI einen erheblichen Energieaufwand mit sich bringt. Und wir suchen immer nach neuen Wegen, schneller und verantwortungsvoller im Endeffekt KI zu entwickeln, Energieverbrauch zu reduzieren, Rechenzeiten zu reduzieren. Zum Beispiel, indem wir energiesparende Chips einsetzen. Wir bauen nicht unsere eigenen, aber schauen uns dieses Thema sehr, sehr genau an. Wir optimieren unsere Prozesse, unsere Entwicklungsprozesse und vieles mehr. So. Damit habe ich erstmal genug geredet und ich freue mich jetzt ganz besonders, meinen Gast auf der Bühne begrüßen zu dürfen, um den Aspekt noch weiter zu beleuchten. Herzlich willkommen, Thomas Brandt von der Bundeswehr. Ein Applaus bitte. Hi. Danke dir. Soundcheck, hören Sie mich? Ja, großartig. Ja, vielleicht noch ergänzend zu meiner Vorstellung. Wir haben ja bei der Bundeswehr entweder ganz lange und sperrige Bezeichnungen, also auch von den Abteilungen, oder kryptische Abkürzungen. Deswegen fasse ich das zusammen und sage, ich beschäftige mich mit der Weiterentwicklung der Pressearbeit. Ja, und wenn man als Bundeswehr zur Adobe Summit eingeladen wird, dann stellt man sich halt vielleicht die Frage, wie passt das eigentlich zusammen? Ja. Wir beschäftigen uns aber mit den gleichen Fragen, mit denen Sie sich vielleicht auch beschäftigen. Ja, gerade in der Informations- und Öffentlichkeitsarbeit und der Darstellung unserer Marke ist uns nämlich eins ganz besonders wichtig, und zwar Vertrauen. Ja. Aber was bedeutet denn Vertrauen in einer Welt, in der gerade jeder scheinbar realistische Bilder und Videos erstellen kann? Und deswegen freue ich mich auch, eingeladen worden zu sein, denn Adobe, sie hat es schon an der Folie gezeigt, hat sich nämlich von Anfang an aus meiner ganz persönlichen Sicht immer für eine verantwortungsvolle Entwicklung von KI eingesetzt. Und da kann man sagen, Technologie ist ja auch nicht das Problem. Ja, war es ja auch noch nie. Es geht immer darum, wie wir sie nutzen und mit welcher Haltung. Und da treffen sich unsere Welten, ja, egal ob Bundeswehr, ihre Marke oder Adobe. Am Ende geht es nämlich immer um die gleichen Werte. Es geht um Authentizität durch Transparenz und das, was daraus entsteht, und zwar Glaubwürdigkeit.
Jetzt sehen wir aber in den aktuellen Entwicklungen, dass Glaubwürdigkeit ja kein Nischenthema mehr ist. Ja, das ist eine globale Herausforderung. Und jetzt mache ich das, was man bei der Bundeswehr erstmal macht. Man macht erstmal eine Lagebeurteilung, ja, bevor wir über die Lösung sprechen. Und dafür habe ich Ihnen mitgebracht den Global Risk Report. Der Global Risk Report vom Weltwirtschaftsforum, jedes Jahr veröffentlicht, der da müssen Sie sich vorstellen, da werden 1000 Experten, ca. 1000 Experten gefragt aus Wirtschaft, Politik und Forschung. Und die werden gefragt, sag mal, was sind denn aus eurer Sicht die größten Risiken für unsere Erde? Ja, und das differenzieren die dann nochmal in unterschiedliche Zeiträume, 2-Jahreszeitraum, kurzfristige Risiken und langfristige Risiken in 10-Jahreszeitraum. Für die nächsten 2 Jahre sagen diese Experten, dass das die größten Gefahren sind für unsere Welt. Das heißt, natürlich haben wir Krieg dabei, wir haben Extremwetterereignisse, Inflation, Wirtschaftskrise, Cyberunsicherheit, unfreiwillige Migration und Desinformation ist auch dabei. Ordne ich das jetzt einmal nach der Priorisierung dieser Experten, sehen wir, dass sie sagen, Desinformation wird als die größte Gefahr unserer Zeit gerade gesehen. So, das finde ich natürlich total spannend und da will ich gar nicht näher drauf eingehen. Das ist Ihnen natürlich klar, Desinformation kann das Chaos heraufbeschwören, gerade in solchen Superwahljahren wie 24. Wir hatten die Europawahl, war in Indien, Großbritannien, USA und wir hatten auch noch eine Bundestagswahl, ja, vergisst man manchmal. Und Fake News, Deepfakes, ja, die können natürlich auch die Legitimität gewählter Regierungen in Frage stellen. Weil Katie gerade in der letzten Folie die energiesparenden Chips erwähnt hat, vielleicht nochmal nice to know, bei dem 10-Jahreszeitraum sind die größten 4 Risiken, also ja, die ersten 4, die Folgen des Klimawandels. Da haben wir dann Extremwetterereignisse auf 1, dann Artenaussterben, Vegetationsveränderungen, Rohstoffmangel und ein 5. kommt dann wieder Desinformation. Ja, also von mir an der Stelle bekommt Adobe Aura-Punkte, weiß nicht, kennen Sie das aus der Jugendsprache? Naja, also korrekterweise sagt man Aura-Farmen, ja. Aura-Punkte kann man gewinnen, wenn man etwas besonders gut macht. Man kann aber auch alles verlieren, wie ich, als ich meinem Sohn am Wochenende fürs Rasenmähen Aura statt Taschengeld geben wollte. So, und auf der anderen Seite konsumieren wir ja mehr Informationen als je zuvor. Ja? Und das, was wir sehen, lesen und hören, das bestimmen wir ja nicht mehr selber, sondern das machen Algorithmen. So, also auf der einen Seite Desinformation, auf der anderen Seite so eine Informationsflut und dazwischen sind wir scrollend. Und hier vielleicht mal so eine Aktivierung. Wir machen mal mit dem Handheben. Und zwar, was glauben Sie denn, wie viel Meter der Durchschnittsdeutsche am Tag durch Social Media scrollt? Ich gehe jetzt immer weiter nach oben. Ja? Und ich habe schon gespoilert, das sind Meter. Und ich fange mal an bei 5 Meter. Wer bietet 5 Meter? Bis zu 5 Meter. Okay, wir sind bei 20 Meter. 1, 2, haben wir 100 Meter. Ja, 150. 1000. Okay, es gibt eine offizielle Zahl aus dem letzten Jahr, es sind 140 Meter. Inoffizielle Zahlen sagen, wir sind dieses Jahr ungefähr bei 173. Jetzt gehe ich nebenberuflich auch an Schulen und mache da auch Vorträge und stelle da auch denen die gleiche Frage. Dann fangen die mal an zu schmunzeln. An der Berufsschule hat schon mal einer gesagt, 1000 schaffe ich locker. Da habe ich gesagt, es ist keine Competition, ja. Aber jetzt müssen wir uns vorstellen, 1000 Meter. Wie geil wäre es da, wenn wir ein Tool hätten, was uns helfen könnte, wo wir sehen, wo eigentlich so ein Inhalt wirklich herkommt, wer ihn erstellt hat und ob er vielleicht bearbeitet wurde. Ja? Und hier greift die schon angesprochene Content Authenticity Initiative. Also perfekt, wirklich, finde ich auch gut. Die Adobe mitgegründet hat, die zusammen mit ihren Partnern einen offenen technischen Standard entwickelt haben, bei dem Dateien mit sogenannten Herkunftsdaten, Content Credentials versehen werden, kryptografisch verschlüsselt, manipulationssicher und in diesen Daten kann ich auslesen, wer einen Inhalt erstellt hat, wann, mit welchem Tool, ob es bearbeitet wurde oder ob es KI generiert wurde. Und erstelle ich ein Bild oder ein Video oder bearbeite ich ein Bild genau nach diesem Prinzip, bekommt es und lade es auf eine Plattform, die das auch auslesen kann, bekommt es diesen Badge. Wenn Sie den vielleicht schon mal gesehen haben, wenn ich da draufklicke, kann das beispielsweise so aussehen. Da steht dann drauf, ausgestellt von Adobe. Und zwar das verwendete KI-Tool war in dem Fall Adobe Firefly, sogar die erste Version. So in der Praxis bedeutet das,
erstelle ich gerade mit ChatGPT oder mit Sora oder mit Adobe Firefly, die diesen offenen Standard nutzen und ich nehme dieses Bild und lade es 1:1 bei LinkedIn hoch, dann bekommt es diesen Badge. Jetzt finde ich das bei der KI-Generierung schon spannend, aber was ich noch viel geiler finde, ist, wenn ich ein Bild bearbeite. Und diesen Prozess möchte ich Ihnen einmal ganz kurz zeigen. Dafür muss ich aus der Präsentation raus. Das haben wir gestern ein paar Mal getestet. Habe ich Ihnen ein Bild mitgebracht von einer Tagung vor 2 Wochen. Das ist ein Kollege von mir, das war der Moderator. Und Sie sehen hier, ja, auch wieder passend, ja, der Applaus. Ich habe mir das hier gleich aufgemacht, damit ich es nicht vergesse. Ich möchte bei diesem Foto die Content Credentials mit anhängen. Deswegen aktiviere ich mir die gerade und jetzt mache ich einfach mal Folgendes. Ich mache einfach mal so ganz leichte Bearbeitungsschritte, so was ganz Banales. Ja, sehen Sie noch? Ja, gut. Ich mache es mal ein bisschen heller, das Bild, und ich markiere mir mal diesen Bereich hier und nutze mal das generative KI-Tool. Und ich sage nicht, was er erstellen soll, finde ich auf der einen Seite ganz spannend, jedes Mal, ne, was die neuronalen Netze mir da quasi jetzt ausspucken. Ne? Kann ja auch sein, dass er einen Blumenstrauß dahin stellt. Mein eigentlicher Wunsch ist ja, dass er es wegmacht. Jetzt aber aus der Praxis der Bundeswehr. Wir haben ganz klare Leitlinien, ja, super, dass wir keine generative KI bei der Bearbeitung oder bei der Erstellung von Bildern nutzen. Ja, aber für den Zweck jetzt, was ich Ihnen zeigen möchte, habe ich das mal genutzt und ich lege mal noch eine oben drauf. Ich habe ja gerade 2 Ebenen, den von der KI und das Hintergrundbild. Ich merge die Bilder jetzt sogar noch zusammen. Ich habe jetzt nur noch eine Ebene. Und jetzt mache ich Folgendes. Ich nehme dieses Bild und exportiere es als JPEG in einem ganz normalen JPEG-Format und sage aber, pass mal auf, die Content Credentials, die möchte ich gerne mit dranhängen. So, jetzt mache ich das auf den Schreibtisch. Ja, schon so ein Bild. Ich muss das natürlich vorhin auch schon mal testen. Ne? So, und jetzt gehen wir mal noch weiter. Und zwar gibt es auf der Seite contentcredentials.org, da können Sie sich erstmal das alles durchlesen, was ich Ihnen gerade erzählt habe und vielleicht noch ein paar mehr Details abgreifen. Aber auf diesem Tool gibt es auch die Möglichkeit, Dateien zu verifizieren. Und jetzt mache ich nämlich hier Folgendes. Ich lade mal das Bild, was ich gerade erstellt habe, dieses JPEG, ja, hier hoch und kann mal sehen, was da drinnen noch alles gespeichert ist. Obwohl ich diese 2 Ebenen gemerged habe, sind diese Informationen hier noch drin. Ja? Also es ist Transparenz als Feature, ja, und nicht als Schlagwort. Gehen wir zurück in die Präsentation. Technische Lösungen aber alleine, die lösen das nicht, denn am Ende braucht es Bildung und KI-Kompetenz. Und darüber wollten wir uns ja jetzt eigentlich unterhalten, Katie, oder? Ja, super. Danke, Thomas, für die tolle, tolle Hinleitung an dieser Stelle. Du kriegst deinen eigenen Applaus. Super. Erste Frage an dich. Wieso reicht es denn nicht, die technische Implementierung? Ja, der Transparenz funktioniert ja nur, wenn Menschen sie auch verstehen und anwenden können. Ja? Wenn ich so ein Badge am Bild habe, ja, und keiner weiß, wofür es steht, dann verpufft ja der ganze Effekt. Und ja, da braucht es eine Bildungsoffensive. Ja? Nutzende, die müssen lernen, halt solche Tools wie die Content Credentials zu lesen und auch kritisch einzuordnen. So, und das gilt halt nicht für Schülerinnen und Schüler, sondern halt auch für Mitarbeitende im Unternehmen. Wer hat denn so ein Content Credential Badge schon mal irgendwo gesehen? Ja, Ah, doch, ja. und wer hätte gewusst, was es bedeutet? Spannend. Ah ja, doch auch ein paar. Sehr gut. Okay, ja. Wie muss so eine Bildungsinitiative denn aussehen, dass nächstes Jahr alle Hände nach oben gehen? Ja, ja, also ne, das ist das eine, was man sagt, ne, und das andere, was man tut. Ja, aber es braucht Aufklärungskampagnen, es braucht Sensibilisierung. Ich gehe ja nebenberuflich, wie ich schon erwähnt habe, an Schulen, ne, und da muss man halt zeigen, was geht, wie schnell geht das mittlerweile, und dann braucht es halt AI Literacy, also ein Grundverständnis für die Funktionsweise und die Grenzen von KI. Und das gehört aber halt nicht nur an Schulen oder Hochschulen, sondern auch in Weiterbildung. Also Unternehmen, und ich kann ja auch mal Behörden erwähnen, ja, die müssen Trainingsprogramme anbieten, bei denen die Mitarbeitenden halt ja nicht nur die Tools kennenlernen, sondern halt auch die Prinzipien dahinter verstehen. Und ja, ich kann da eigentlich auch noch näher drauf eingehen. Ich würde sagen, Unternehmen, Behörden sind in der Pflicht, Responsible Adoptions zu entwickeln. Das heißt, klare Richtlinien für Copyright, für Sicherheit im Umgang mit Daten und natürlich Transparenz bei der Nutzung von KI. Und ja, ich wiederhole es wahrscheinlich jetzt nochmal, aber weil ich es unfassbar wichtig finde.
dafür braucht es regelmäßige Schulung. Ne? Also es ist mit einer halt nicht getan, gerade in der KI und der Entwicklung, da ist halt morgen alles anders als heute. So, und also dieses Wort regelmäßig ist quasi entscheidend. Und wer dann aber KI verantwortungsvoll einsetzt im Unternehmen, der stärkt halt nicht nur seine eigene Marke, sondern auch das Vertrauen in die Branche. Und das ist ja unfassbar wichtig, auch für Marken, ne, die da draußen um Mindshare, wie wir es vorher hatten, competen. Du hattest es schon erwähnt, wenn man die KI dann einsetzt, ja, dann kann man viele tolle Sachen Ja. machen. Mich würde mal deine Perspektive interessieren. Wo kann KI uns in deinen Augen wirklich unterstützen? Ja, du hast natürlich vorhin auch schon eine ganze Menge gezeigt, aber zusammenfassend kann man sagen, KI kann uns überall dort helfen, wo es halt den kreativen Prozess erweitert und nicht ersetzt. In der Content Supply Chain sind das halt schnellere Abläufe, automatisierte Routineaufgaben, bessere Absprache zwischen Teams. KI kann uns helfen, Ideen schneller sichtbar zu machen, kann aber auch helfen, einfach Dokumente barrierefrei zu gestalten. Wenn wir KI als Partner verstehen, der uns Freiraum gibt, dann entsteht am Ende genau das, was wir alle wollen, und zwar mehr Qualität. Mhm. Ja, und genau das wollen wir auch bei Adobe erreichen, ne? Wo wir KI als etwas sehen, was den Menschen jetzt nicht ersetzt und Kreativität nicht ersetzt, sondern eben befähigt. Das ist natürlich ganz wichtig, diejenigen, die auch die Entscheidungen treffen. Ja? Viele von euch im Raum sind Führungskräfte und tragen Verantwortung. Ähm, Was bedeutet jetzt AI Literacy Mhm. für Führungskräfte? Ja, also AI Literacy für Führungskräfte bedeutet nicht, dass sie jede Funktion hinter der KI erklären können, ne? Aber sie müssen Verständnis dafür entwickeln, welche Auswirkungen KI halt auf Prozesse, auf Menschen und natürlich auf Entscheidungen haben kann. Und dazu braucht es halt diese ganz am Anfang angesprochene Haltung. Ja? Also zu wissen, wo KI uns ergänzen darf und wo es nach wie vor ist auch gut, menschliches Urteilsvermögen braucht. Ja, und auf der strategischen Ebene wären das quasi Leitlinien oder Rahmen zu schaffen, aber nicht nur für Leitlinien und Weiterbildung, sondern halt auch Raum für Experimente. Ja, also wir haben beispielsweise unser Content-Management-System um einige KI-Funktionalitäten erweitert und haben dafür halt erstmal eine Testumgebung geschaffen, losgelöst vom Live-System, wo die Mitarbeitenden 3 Monate wirklich die Zeit hatten, sich damit auszuprobieren, rumzuspielen und natürlich auch ihre Fragen zu stellen. Und da ist Sicherheit bei euch ja auch 'n Riesenaspekt, ne? Und ich glaube, diesen Grassroots Change, wo Menschen was ausprobieren müssen, den sehen wir jetzt mehr als je zuvor. Also, bei der Digitalisierung hatten wir ja so diesen Top-Down-Change. Der CEO hatte als Erstes einen Computer, ja. Ich bin mir sicher, dass der CEO nicht der Erste war, der Firmendaten in ChatGPT eingegeben hat. Das ist 'ne ganz andere Veränderung, die wir sehen, ja, die da heute stattfindet. Wenn du jetzt mal so in deine Glaskugel schaust, ja, wir haben heute schon ganz viel transformative Technologie gesehen. Wir sprechen über die Content Supply Chain. Sagen wir 2030, weil ich glaube, früher hätte man gesagt 2100 oder so, aber wir Mhm. wissen, Change passiert sehr Ja. schnell. Wie sieht eine verantwortungsvolle Content Supply Chain für dich in 5 Jahren aus? Okay, jetzt aber, also auch basierend, dass ich gerade aus der Behörde komme, würde ich sagen, alle Dateien sind mit diesen Herkunftsnachweisen, diesen Content Credentials versehen. KI ist immer noch ein Werkzeug, ein Hilfsmittel und vor allem keine Blackbox. Äh, Transparenz und Authentizität sind ein Standard, das ist ein Selbstverständnis und Vertrauen und Glaubwürdigkeit, damit der klare Wettbewerbsvorteil, ja. Vielen Dank. Tolle Schlussworte. Ich Ja. bedanke mich bei euch dafür, dass ihr da wart und uns zugehört habt. Wenn ihr uns Feedback hinterlassen wollt, dürft ihr das gerne tun, wurde mir gesagt. Ansonsten entlasse ich euch jetzt in den restlichen Tag. Hier geht es weiter um 16:15 Uhr mit der nächsten Session. Vielen lieben Dank und noch einen tollen Adobe Summit. Danke.